Das heutige Thema, das Einführungsthema, wird die Navigation und ein erster Überblick über das Navigieren in der Software sein. Dann würde ich ja einmal kurz weitergehen und mich auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Zoe Schiewek. Ich bin als Account Managerin bei der Time Sensor für den deutschsprachigen Raum, das heißt die deutschsprachige Schweiz und Deutschland zuständig. Und ich darf Sie heute alle ganz herzlich hier begrüßen und freue mich über Ihre Teilnahme an unserem heutigen Webinar. Es wird heute gehen um einen ersten Überblick und einen Navigationsüberblick im Time Sensor Legal. Und zwar werden wir uns da zum einen einmal die Bereichsleiste anschauen, danach werden wir uns die Funktionsleiste in Time Sensor Legal anschauen und dann werden wir noch einige kleine Beispiele über die dann soeben gesehene Navigation erfahren. Ich darf Sie alle, wie gesagt, ganz herzlich dazu begrüßen. Ich darf Ihnen auch nochmal sagen, dass wir am unteren Bildschirmrand eine Fragen- und Antworten-Box haben. Das heißt, wenn Sie während des Webinars Fragen haben, dürfen Sie die gerne stellen. Ich tue dann gerne mein Bestes, um die auch schnellstmöglich zu beantworten. Machen Sie mich gerne darauf aufmerksam. Und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Ich klappe dazu hier einmal meine Präsentation ein und würde einmal Time Sensor Legal starten. Das Ganze machen wir oben hier auf dem Client und die Software öffnet sich und nun werde ich mich als meine Nutzer, Frau Monika Muster, einloggen. Frau Monika Muster ist hier Partnerin in unserer Demo-Version, die ich heute hier benutze und hat damit Administrationsberechtigung. Das heißt, Frau Monika Muster sieht hier alle in Time Sensor Legal 365 zur Verfügung stehenden Felder und Rubriken. Ich hatte eben schon in unserer Agenda über eine Bereichsleiste und eine Funktionsleiste gesprochen. Das möchte ich jetzt einmal genauer ansprechen und aufgliedern. Und zwar sehen wir besagte Bereichsleiste hier auf der linken Seite. Die Funktionsleiste sehen wir auf der oberen Leiste hier, ganz oben. Das heißt, einmal haben wir hier eine vertikale, einmal eine horizontale Leiste. Die Besonderheit ist, das gucken wir uns jetzt gleich an, wir betrachten ja links die Bereichsleiste, dass die Bereichsleiste beeinflusst, wie sich die Funktionsleiste darstellt. Das heißt, um das einmal in einem ganz kleinen Beispiel zu zeigen, ich klicke einmal hier auf die Adressen und wir sehen, wie sich hier oben meine Leiste entsprechend ändert. So viel also nochmal zum Funktionsprinzip. Dann würde ich aber dazu übergehen, einmal ganz oben anzufangen. Und zwar schauen wir uns hier an. Ich hatte ja eben gesagt, ich bin als Monika Muster angemeldet. Das heißt, wir sehen jetzt hier entsprechend auch meine Initialen als Monika Muster. Das MUS oben und klicke ich auf dieses MUS, dann lande ich sofort in dem Timesheet von Monika Muster. Da ist also mein persönliches Timesheet. Das schließe ich noch einmal und dann haben wir hier direkt darunter unser Ticketsystem. Das heißt, wenn ich hier auf den Eingang klicke, auf das Wort ein, dann öffnet sich, wie wir hier oben im Header sehen, das Ticketsystem. Ich habe hier meine Aufgaben. Meine Aufgaben habe ich jetzt über den Eingang geöffnet. Klicke ich hier auf den Ausgang, habe ich meine Delegationen, führt aber beides zur selben Rubrik, eben dem Ticketsystem. Dann sehen wir jetzt hier einige Bilder. Diese Bilder kann ich mit einem Rechtsklick auf diese weiße Fläche einblenden. Ganz oben sehen wir jetzt die Frau Monika Muster. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Frau Friedrich hier auch noch einblenden möchte, dann kann ich die einfach auswählen. Und hierbei handelt es sich somit um den persönlichen Bereich der Sachbearbeiter. Wir sehen auch, wenn ich die hier anklicke, dass ich nicht immer den gleichen Sachbearbeiter auswählen muss. Das heißt, meine Funktionsleiste verändert sich auch entsprechend. Das gucken wir uns einmal etwas genauer an. Wenn ich also hier zum Beispiel die Frau Monika Muster auswähle und ich klicke hier auf Timesheet, sehen wir hier oben im Header, das ist das Timesheet von der Frau Monika Muster. Wähle ich jetzt die soeben eingeblendete Frau Friedrich aus und klicke hier auf das Timesheet, dann sehen wir, das handelt sich jetzt hier um das Timesheet von Frau Franziska Friedrich. Das heißt, dieser Bereich passt sich auch entsprechend an. Das ist also der persönliche Bereich der Sachbearbeiter. Und hier finden wir eben alles, was ein solcher Sachbearbeiter im operativen Geschäft in der Regel braucht. Das heißt, hier finden wir Mandatsmappen, Dokumente, den Kommunikator, Fristen und Wiedervorlagen, ein Kalendermodul sowie auch das Timesheet. Das Ganze gucken wir uns gleich, wenn wir die Funktionsleiste betrachten, also die obere Leiste und deren Veränderungen, nochmal genauer an. Aktuell verweilen wir aber eben in den Funktionalitäten der Bereichsleiste und können somit also sehen, dass das Prinzip hier lautet, dass sich die obere Leiste eben in Abhängigkeit zur linken Leiste, also die Funktionsleiste in Abhängigkeit zur Bereichsleiste anpasst. Das funktioniert für jeden Sachbearbeiter, sodass ich hier eben auch auf die persönlichen Bereiche anderer Sachbearbeiter zugreifen kann. Dann klicken wir einmal hier unten weiter und beschäftigen uns mit der Adressrubrik. Das heißt, wenn ich hier in den Bereich Adressen klicke,
sehen wir, dass sich hier oben entsprechend natürlich auch die Funktionsleiste anpasst. Und zwar sind wir jetzt nicht mehr im Vergleich im persönlichen Bereich von Frau Monika Muster, sondern wir sind jetzt im allgemeinen Adressverwaltungsbereich von Time Sensor Legal. Hier sehen wir jetzt, dass der Default, das hatte ich so eingestellt, es merkt sich also hier, was ich zum letzten Mal ausgewählt hatte. Mein Default wegen meines letzten Logins in der Software, der liegt jetzt hier bei der Rubrik Mitarbeiter. Ich kann aber selbstverständlich auch die Mandanten auswählen, habe jetzt hier eine Übersicht über alle in der Software enthaltenen Mandanten, das heißt alle unter Mandanten gespeicherten Adressen. Ich habe natürlich hier oben auch Anwälte, Gegenparteien, Behörden, kann mir das auch eigenständig konfigurieren. Das heißt, hier kann ich also entsprechend auswählen, welche Kategorie an Adressen ich einsehen möchte. Prinzipiell ist es aber so, dass es eben im Adressbereich immer um Adressen geht. Das heißt, hier finde ich meine entsprechenden Akten, meine Dossiers und auch die damit verbundenen Kontaktdaten zu verschiedenen Adressen und Personen und/oder juristischen Personen. Wir gehen hier unten weiter in den Bereich Finanzen und wir sehen, dass sich hier oben auch wieder die Funktionsleiste entsprechend verändert. Das bedeutet in diesem Fall, dass wir jetzt finanzrelevante Aktivitäten ansteuern können. Das heißt, wir können einmal in die Mandate selbst einsehen. Es geht also nicht mehr um Adress- und Kontaktdaten, sondern es geht hier um konkrete Mandatsdaten, die dann oft auch mit Finanzen direkt zusammenhängen. Wir denken zum Beispiel, die Verbuchung einer Rechnung ist immer eine Finanzoperation in diesem Fall. Das Einlesen von QR-Zahlungscodes ist immer eine Finanzhandlung. Oder auch der Umgang mit Geldkonten zum Beispiel. Das heißt, in dieser Rubrik habe ich also alles, was die konkrete operative Finanzverwaltung angeht, verzeichnet. Dann schauen wir hier unten nochmal eins weiter. Da sehen wir dann den Bereich Spezial. Spezial heißt Spezial, damit wir in Time Sensor die Möglichkeit haben, tiefer liegende Einstellungen und Strukturen, die zum Beispiel, hier oben sehen wir die Buchhaltung, die Finanzen betreffen, abzugrenzen. Das heißt, wir können via Zugriffsrechte-Regulierung hier ganz explizit abgrenzen, wer in den Bereich Spezial hineinkommt und wer in den Bereich Finanzen hineinkommt, sodass wir eben die Verwaltung und das operative Finanzgeschäft voneinander abgrenzen können. Hier oben habe ich entsprechend die Buchhaltung, die Zeitkontrolle und die Statistik. Wie ich eben gesagt hatte, das fällt also alles unter den Bereich Spezial, damit es abgegrenzt werden kann, weil es hier doch um tiefer liegende Verwaltungsstrukturen geht, als nur die Handhabung des operativen Tagesgeschäftes. Was genau das bedeutet, schauen wir uns auch gleich, wenn es um die Funktionsleiste geht, noch weiter an. Und dann navigieren wir hier unten noch einmal weiter in den Bereich der Einstellungen. Wie eben schon gesagt, lassen sich auch die Einstellungen und/oder Spezial, Finanzen, Adressen, je nach gewünschter Rubrik, sehr gesondert via den Zugriffsrechten abgrenzen. Das heißt, auch hier haben wir die Möglichkeit, eben beispielsweise einer Assistenz nur zu Teilen dieser Software oder nur zu Funktionsteilen der Software Zugriff zu gewähren. Unter den Einstellungen finden wir dann alles, was wirklich die konkrete Verwaltung in Time Sensor angeht. Das bedeutet, hier können wir sämtliche Basisdaten und Parameter regulieren. Hier haben wir wirklich Zugriff auf alles, was in der Datenbank vor sich geht und wie die Datenbank sich verhält. Das heißt nicht mehr lediglich die in der Datenbank gespeicherten Informationen, sondern wir können hier konfigurieren, was genau unsere Datenbank überhaupt macht. Beispielsweise, das hatte ich vorhin kurz angemerkt, die verschiedenen Benennungen der Adresskategorien könnten wir hier beeinflussen. So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt einen groben Überblick über, was die einzelnen Bereiche links für die Funktionsleiste oben bedeuten. Und nun würde ich sagen, gucken wir uns das mal genauer an. Und zwar fangen wir da nochmal oben bei Frau Monika Muster an. Und was wir eben schon kennengelernt haben, war das Timesheet. Das heißt, hier haben wir eben das Timesheet. In dem Timesheet können wir verschiedene Vorgänge abbilden, aber primär, es heißt ja auch schon Timesheet, ist es eben zur Erfassung der Arbeitszeit gedacht. Das kann ich hier auch zum Beispiel nochmal, ich bin jetzt seit 9 Minuten eingeloggt, das kann ich sehr, sehr leicht hier einfach nochmal einbuchen. Das hier war jetzt das letzte Mandat, was ich angesprochen hatte. Das heißt, Time Sensor merkt sich hier auch, in welchem Mandat ich bereits gearbeitet hatte. Ich habe jetzt hier einfach über meinen Produktivitätsmonitor meine Arbeitszeit eingebucht und könnte diese jetzt dann im Prinzip im Nachgang sogar an einen Kunden verrechnen. Das Ganze schließen wir hier nochmal und gucken uns nochmal überblicksartig an, was diese Funktionsleiste im persönlichen Bereich des Sachbearbeiters noch so hergibt für uns. Und zwar haben wir neben dem Timesheet hier noch ein Kalendermodul. Wir haben ein Modul für Fristen und Wiedervorlagen. Wir haben ein Kommunikator-Modul. Das Kommunikator-Modul
ist das Archivierungstool in Timesensor für den eingehenden E-Mail-Verkehr. Das heißt, in Timesensor Legal 365 ist es so, dass wir Ihre E-Mails erwünschtermaßen oder wenn Sie das erwünschen, in Timesensor einbinden können, sodass diese gleich eingehen und in das DMS archiviert werden. Dann haben wir hier nochmal eine Dokumentenzentrale. Hier können wir also alle verzeichneten Dokumente im System durchsuchen. Hier könnten wir beispielsweise eine Schlagwortsuche machen. Wir könnten den Inhalt eines Dokuments durchsuchen. Hier gibt es also ganz viele Möglichkeiten. Und zu guter Letzt hier oben hätten wir die Mandatsmappe. Die Mandatsmappe ist sozusagen das persönliche Cockpit der Anwälte, das heißt der Berufsträger, die eben hier Schriftsätze verfassen können, die auch ihre Arbeitszeit erfassen können in dieser Mandatsmappe, die hier Zugang zum DMS haben und Zugang zu den Kontaktdaten einer jeden Adresse. Gleichzeitig können wir hier eben auch noch Kommentare hinterlegen. Wir können Termine, Fristen und Wiedervorlagen über diese Mandatsmappe managen und wir können auch Korrespondenz mit dem Kunden oder dem Klienten starten und empfangen oder auch bearbeiten. Ich schließe das jetzt hier nochmal und wir sehen, das hatte ich eben schon gezeigt, dass eben die persönlichen Bereiche der anderen Sachbearbeiter dann genauso aussehen, mit dem Unterschied, dass wenn wir beispielsweise hier in das Timesheet hineingehen eines anderen Sachbearbeiters, ich zeige das nochmal exemplarisch, dann haben wir hier eben, pardon, haben wir eben Herrn Claude hier oben verzeichnet und nicht mehr Frau Muster. Dann begeben wir uns jetzt in den Bereich Adressen, den wir eben auch schon angesehen hatten. Das heißt, hier oben haben wir unsere verschiedenen Adresskategorien. Da sind also unsere Mandantenadressen erfasst, da sind unsere Anwälte erfasst, Gegenparteien, Behörden, Dritte, beispielsweise Dienstleister oder IT-Provider könnten das sein. Die Mitarbeiter, die eigenen, das heißt, hier haben wir die Muster und Sample, unsere eigene Kanzlei. Wir haben auch noch unsere Partnerkanzlei, die sich im selben Gebäude befindet und die mit uns dieselbe Software benutzt. Das heißt, wir haben in dieser Software hier zwei Datenräume, einmal für unsere Entität, die Muster und Sample und einmal für unsere Partnerentität, die Richter und Recht. Und zu guter Letzt haben wir hier natürlich auch noch die Möglichkeit, über alle Datensätze in der Software zu filtern. Hier auf der rechten Seite habe ich eine kleine Vorschau des ausgewählten Adressdatensatzes. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise mal einen Rechtsanwalt auswähle, den sehen wir hier oben auch, der ist in der Kategorie Anwälte enthalten und haben hier einen Überblick über diese angelegte Adresse. Gleichzeitig kann ich natürlich auch hier oben ein entsprechendes Suchfeld konfigurieren und kann gezielt nach Adressen suchen, kann mir dann auch die für diese Adresse hinterlegten Daten nochmal wahlweise über Konfiguration hier der Anzeige der verschiedenen Spalten einblenden lassen. Ich öffne jetzt exemplarisch einmal einen solchen Adressdatensatz. Wir sehen also, das Ganze führt uns hier in das sogenannte Dossier, das heißt unsere Akte, die dann wiederum aus mehreren Bereichen besteht. Diese Akte besteht aus den Bereichen Stammblatt, Zusatz, Konten, Entwürfe und Archiv. Dort könnte auch ein Textfeld eingeblendet werden. Diese Möglichkeit besteht auch. Das können Sie individuell konfigurieren. Hier ist es so, dass es eben nicht eingeblendet ist für diese Kategorie für die Anwälte. Das heißt, wir haben es hier jetzt nicht vorhanden, aber auch das ist modular zusammenstellbar. Ich würde jetzt einmal nur kurz auf das Stammblatt eingehen. Das heißt, auf diesem Stammblatt sehen wir eben alle verzeichneten Kontaktdaten. Das Ganze schließe ich hier noch einmal. Und nun würden wir uns dem Bereich Finanzen widmen. Finanzen hier also in der Bereichsleiste klicke ich an und sehe wiederum, dass ich hier oben meine Funktionsleiste entsprechend meinem Finanzregulierungsbedarf in der Software, das heißt der Finanzverwaltung, der operativen Finanzverwaltung anpasst. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich beispielsweise jetzt bei Frau Regia in ein entsprechendes Mandat klicke und sehe, Frau Regia ist übrigens in den Mandanten verzeichnet, das heißt, hier haben wir nun auch ein Textfeld. Ich sehe, dass ich bei Frau Regia jetzt, wenn ich via der Rubrik Finanzen in die Akte hineingehe, lande ich direkt hier im Reiter Mandate. Nur um das nochmal exemplarisch zu zeigen, es gibt diesen schönen Spruch, alle Wege führen nach Rom. Das heißt, ich habe entweder die Möglichkeit, hier machen wir das Ganze gerne auch mal bei Frau Regia. Wir gehen also in das Dossier von Frau Regia über den Bereich Adressen. Wir sehen, wir kommen heraus im Stammblatt des Mandates beziehungsweise des Dossiers in diesem Fall. Wir gehen hier in den Reiter, in den Bereich Finanzen
Ich klicke nochmal hier auf das Mandat Erbschaftsstreit von Frau Regina Regia und wir sehen, dass ich eben gleich im Reiter Mandate herauskomme hier. Das Ganze hat einfach die Bewandtnis, dass wir eben sagen, in der Regel ist es so, dass wenn Sie hier in den Bereich Adressen klicken, dann haben Sie adressrelevante Informationen. Diese Informationen finden Sie in der Regel im Stammblatt. Ist es so, dass Sie eben in den Bereich Finanzen gehen, dann haben Sie in der Regel ein Anliegen, was einer Verwaltung der Finanzen bedarf. Das heißt, Sie kommen hier direkt auf der Mandatsebene heraus. Das ist also einfach der Unterschied. Dann möchten wir uns einfach noch kurz ein bisschen weiter dieses Dossier angucken. Das heißt, wir fangen gerne nochmal hier vorne an. Wir haben also, wie wir gesehen haben, das Stammblatt. Dann haben wir die Möglichkeit, im Reiter Zusatz hier verschiedene Zusatzinformationen zu hinterlegen. Möglicherweise zum Beispiel, ist diese Person vorgesehen für den Empfang einer Weihnachtskarte? Da könnte ich mir hier ein Feld konfigurieren, könnte sagen, ja, diese Person ist vorgesehen. Dann könnte ich eben noch abfragen, ist diese Weihnachtskarte in digitaler oder Papierform vorgesehen? Sage ich für diesen Kunden, diese Kundin, die wünscht, dass die Weihnachtskarte digital zugestellt wird und könnte das hier verzeichnen. Ich könnte natürlich hier auch noch weitere Gegenstandswerte, ich könnte andere Informationen über den Kunden, ich könnte Zahlungssummen, die vereinbart sind oder andere Vereinbarungen hinterlegen. Da haben Sie also quasi ein unbeschriebenes digitales Blatt, was Sie sich selbst konfigurieren können, indem Sie hier entsprechend ein solches Zusatzfeld anlegen können. Dann haben wir das eben angesprochene Textfeld. Hier könnte ich also besondere Informationen zum Klienten hinterlegen, für die ich kein Feld konfigurieren möchte, da ich hier gerne einen Fließtext erfassen möchte oder dergleichen. Und dann haben wir hier den Reiter Mandate. Mandate haben wir eben schon gesehen. Das heißt, hier geht es wirklich um die Verwaltung von Finanzen für ein spezifisches Mandat. Das heißt, ich habe hier oben die Mandatsanzeige. Klicke ich auf diese drauf, habe ich nochmal weitere Möglichkeiten auf Mandatsebene zu konfigurieren. Hier könnte ich also nochmal spezifische Informationen für ein solches Mandat hinterlegen. Auch hier könnte ich nun nicht mehr für das gesamte Dossier, also die gesamte Adresse und Person, sondern spezifisch für das ausgewählte Mandat nochmal Zusatzfelder hinterlegen und diese befüllen. Und hier könnte ich auch noch für die Fakturierung spezifische Angaben setzen. Hier könnte ich beispielsweise dieses Mandat gänzlich ausblenden im Timesheet, falls auf dieses Mandat keine spezifischen Leistungen erfasst werden sollen. Hier könnte ich ein Forderungskonto aktivieren für unsere deutschen Kunden, eine alternative Preisliste hinterlegen und oder ich könnte hier eben Beträge angeben, die kontrolliert werden sollen für diesen Klienten. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte 5.000 Schweizer Franken als Markierung setzen, damit, wenn diese überschritten wird, ich eine Information dazu bekomme. Gleichzeitig könnte ich natürlich auch das Ganze so machen, ich könnte hier bei Überschreitung eines gewissen Betrages, zum Beispiel von 5.000 Schweizer Franken, könnte ich hier eine automatische Rechnung auslösen lassen. So viel also zu den Einstellungen auf dieser Mandatsebene. Das heißt, wir kommen nochmal zurück zu diesem Bereich. In diesem Bereich geht es eben ganz konkret um die Verrechnung von Leistungen, also ganz bis zum Schluss, bis zur Erstellung einer tatsächlichen Rechnung oder Endrechnung oder auch der Erstellung einer Vorschussrechnung. Hier haben wir also dann mit den Mandaten den Bereich, in dem ich solche Leistungen ultimativ bearbeiten könnte und in dem ich die Rechnung stellen könnte. Anschließend haben wir dann einen Reiter Konten. In diesem Kontenreiter kann ich alle Kontenbewegungen, die auf diesem Mandat oder die auf diesem Mandat passiert sind, beziehungsweise dieses tangiert haben, die könnte ich hier verzeichnet sehen. Wenn ich denn Vorschussrechnungen beispielsweise gestellt habe, Zahlungen dazu verbucht habe, etc., dann würde ich das Ganze hier in diesem Reiter Konten einsehen können. Und in den letzten beiden Tabs finden wir dann das Archiv, das heißt, die Entwürfe und das Archiv, das bedeutet das Dokumentenmanagementsystem. Hier habe ich also verschiedene Entwürfe, die ich einblenden kann. Ich gehe mal hier auf alle und finalisiert. Da sehen wir alle dort verzeichneten Dokumente. Ich habe hier also einige Entwurfsdokumente und ich habe hier wiederum im Archiv, das heißt, alles, was archiviert wird, landet hier. Dort habe ich auch nochmal einige archivierte Dokumente, die ich sogar hier, wie wir sehen, mit verschiedenen Tags versehen kann. Ich schließe das Ganze hier nochmal und wir schauen uns nochmal weiter unsere Funktionsleiste an. Das heißt, wir hatten jetzt einen kurzen Exkurs in die Mandate gemacht und die Funktionen dieser und schauen uns dann jetzt an, was wir eben im Bereich
im Bereich Finanzen in der Funktionsleiste hier oben noch für Funktionalitäten antreffen. Wir haben jetzt gesehen, hier kommen wir auf die Mandatsebene. Wenn ich hier oben allerdings auf die Debitoren klicke, dann haben wir hier die Möglichkeit, beispielsweise Rechnungen zu verbuchen. Wenn ich also hier eine solche Rechnung öffne, dann sehen wir, hierbei handelt es sich um eine ungedruckte Rechnung. Da ist noch keine Zahlung vorhanden in diesem Fall, die ich auf diese Rechnung verbucht habe. Das heißt, hiermit könnte ich jetzt weiterarbeiten. Hier könnte ich also meinen Rechnungsdatensatz einsehen. Unter anderem könnte ich den aber auch von der eben gesehenen Mandatsebene aus einsehen. Hier geht es mehr darum, dass wir zum Beispiel auch die Möglichkeit hätten, mehrere Rechnungen gleichzeitig zu verbuchen. Das heißt, ich habe nicht immer die Zeit, wenn ich einen Zahlungseingang erfasse, diesen einzeln zu erfassen, sondern hier bietet Time Sensor Legal 365 auch die Möglichkeit, mehrere Zahlungseingänge und Zahlungsbewegungen gleichzeitig zu erfassen. Das Ganze ist hier oben in 4 verschiedene Rubriken aufgeteilt. Das bedeutet, wir haben ungedruckte Rechnungen, offene Rechnungen und bezahlte Rechnungen, sowie natürlich sinnvollerweise auch noch einmal den Überblick über alle Rechnungen. Dann haben wir hier oben, das ist besonders relevant für unsere Schweizer Kunden, noch die Möglichkeit, Zahlungsfiles zu verbuchen, die ja vor allen Dingen in der Schweiz und aber auch in Liechtenstein beispielsweise in Gebrauch sind. Das heißt, auch hier bietet Time Sensor Legal 365 die Möglichkeit, diese zu verbuchen. Auch hier habe ich die Möglichkeit, mehrere Zahlungsfiles gleichzeitig zu verbuchen. Und zu guter Letzt haben wir hier oben noch die Geldkonten, da es natürlich wichtig ist, im operativen Geschäft für diejenigen, die die Zahlungen verbuchen, hier auch auf den entsprechenden Zahlungskonten erstens den Überblick zu haben, aber auch die Möglichkeit zu haben, manuell Zahlungen zu erfassen. Damit hätten wir nun fast alle Bereiche abgearbeitet und begeben uns nun etwas mehr ins Eingemachte, das heißt in tatsächlich die Verwaltung von Time Sensor, nicht mehr nur der in Time Sensor enthaltenen Daten. Das heißt, wenn ich hier nun in den Bereich Spezial wechsle, habe ich auch hier oben nochmal ein Verwaltungsmenü. Das hier sehen wir übrigens unser Business Intelligence Modul. Unser Business Intelligence Modul ist eines der Statistikmodule. Ich würde hier einmal von der rechten Seite anfangen. Das heißt, hier sehen wir eben den BI Standard. Das heißt, hier haben wir das Business Intelligence Modul. Hier hätten wir Community Berichtsvorlagen, so nennen sie sich. Da haben wir schon einige als Beispiel hier in der Seite. Das heißt, hier hätte ich zum Beispiel die Möglichkeit, das einfach mal schnell auszuführen und kann mir eine solche Berichtsvorlage also bearbeiteterweise dann gleich generieren lassen. Hier sehen wir verschiedene Informationen verzeichnet. Das Ganze kann ich mir auch einfach, wenn ich es in einer Excel-Tabelle haben möchte, einmal kopieren und kann das Ganze dann in eine Excel-Tabelle einfügen. Und zu guter Letzt, betreffend der Statistik, habe ich natürlich hier auch eine ganz normale in Time Sensor direkt integrierte Leistungsstatistik. Da kann ich dann einen Drilldown machen, beispielsweise in das entsprechende Jahr, dann noch in den Monat und auch wiederum in den Tag hinein und kann hier auch nach verschiedenen Kennzahlen oder nach Mengen und Umsätzen auswerten. Das heißt, alles in allem gibt es hier einige Optionen, um eben auch die verwaltungstechnische Seite beziehungsweise die planungstechnische Seite abzubilden. Wir können hier also viel über Time Sensor Legal auch noch an Informationen erfahren. Dann gehen wir einmal weiter hier zum Bereich Zeitkontrolle, pardon, zur Funktion Zeitkontrolle. Das heißt, hiermit reguliere ich das Timesheet. Hier habe ich also Einstellungen zum Timesheet. Ich kann interne Projekte verwalten und erfassen. Ich habe einen Jahreskalender. Ich kann Arbeitszeitpläne. Das heißt also, wie weit zum Beispiel ein Kollege oder ein mir unterstellter Mitarbeiter seine Stunden erfasst. Ist er in 80% angestellt? Ist er in 100% angestellt? Das könnte ich hier erfassen, entsprechenderweise. Herr Sample hat hier beispielsweise einen Arbeitszeitplan, der aber nicht ganz hinterlegt ist. Das heißt, hier müsste ich eben, damit die Arbeitszeit in Time Sensor auch ordentlich berechnet werden kann, einen Arbeitszeitplan hinterlegen für meine Mitarbeiter. Das bietet Time Sensor Legal in diesem Fall also auch. Und hier könnte ich entsprechend auch nochmal die daraus resultierenden Zeit- und Feriensalden abrufen. Dann ganz zur linken Seite finden wir die Restriktionen, die ich vorhin genannt hatte. Das heißt, wir haben gesagt, in Time Sensor Legal 365 ist es so, dass Sie eben bewusst via der Zugriffsrechteverwaltung veranlassen können, dass eine Person nicht Zugriff zu der Buchhaltung selbst hat, aber dennoch in der Lage ist, das operative Finanzgeschäft zu verbuchen und zu bearbeiten. Hier sind wir jetzt also auf der zweiten Seite.
dieses beschriebenen Vorgangs. Hier haben wir die Einstellungen zur Buchhaltung. Hier finde ich also exemplarisch den Kontenplan. Hier kann ich meine Mehrwertsteuer- und Umsatzsteuersätze anpassen. Das sehen wir hier. Und hier könnte ich aber auch eben einen entsprechenden Buchhaltungsexport veranlassen oder ich könnte mir hier einen Überblick über Buchungsjournal, Kontenblätter und die verschiedenen Salden in meiner Software verschaffen. Auch Kostenstellen, das klicke ich vielleicht auch noch mal ganz kurz an. Auch Kostenstellen haben wir in Time Sensor Legal verzeichnet. Diese würden dann möglicherweise mit dem Modul oder mit dem Add-in zur automatischen Ertragsverteilung korrelieren. Auch das existiert. Und diese Verwaltung, die finden wir eben gänzlich im Bereich Spezial. Dann gibt es noch einen weiteren Verwaltungsbereich. Da sind wir hier unten in den Einstellungen. Wir sehen auch jetzt ändert sich oben die entsprechende Leiste wieder. Und hier haben wir analog zu dem, was wir gerade in Spezial für die Buchhaltung gesehen haben, eben die Möglichkeit der Verwaltung anderer Stellen in der Software in Time Sensor Legal 365, beispielsweise Leistungsgruppen, Leistungen und Preislisten. Das heißt, wie verrechnen wir überhaupt? Hier haben wir beispielsweise eine Preisliste, wo wir einsehen können, welche Sachbearbeitergruppe, das heißt, welche Gruppe der eingestellten Mitarbeiter, der vorhandenen Mitarbeiter, zu welchem Stundensatz verrechnet. Gleichzeitig können wir eben hier via der Kategorie Sachbearbeiter diese Gruppen beeinflussen. Und wir können noch einiges mehr machen. Das heißt, wir können eben, wenn wir beispielsweise mehrere Sprachen in der Software nutzen, können wir hier auch die Übersetzungen pflegen. Wir können Währungen und Währungskurse pflegen. Wir können hier unsere Zinstabellen pflegen, unsere Fristenkategorien. Wir können uns Standardfristen anlegen. Hier gibt es also einiges, was wir einfach an Konfigurations- und Einstellungsarbeiten vornehmen könnten, wie die Software nochmal von ihrem Aussehen, von ihrer Funktionalität als solche beeinflusst werden kann. Ähnlich verhält es sich hier mit den Parametern. Das sehen wir auch gleich. Hier haben wir also unsere spezifischen Daten für unsere Kanzlei. Hier können wir beispielsweise ein Briefpapier hinterlegen. Hier könnten wir Accounts anlegen, welche wir dem E-Mail-Abruf in Time Sensor Legal und damit in das Time Sensor Legal DMS eingebunden werden. Das würden wir also alles hier machen. Hier hätten wir auch die Möglichkeit, einen Cloud Drive einzubinden. Das heißt, hier könnten wir beispielsweise DMS-Daten an externe Mitarbeiter publizieren, an Partnerfirmen, an Klienten publizieren, sodass die auch von extern, wenn sie keinen Zugang zu unserer Software haben, auf einen solchen Datenraum, der wiederum mit Time Sensor Legal 365 verknüpft ist, zugreifen können. Weiter können wir hier eben nochmal angeben, wie genau wir die Adressen konfigurieren möchten, wie wir die Finanzen konfigurieren möchten. Auch bezüglich der Mandatsarchivierung, auch rechtlich ein ganz wichtiges Thema, können wir hier Einstellungen treffen. Wir können Einstellungen bezüglich verschiedener Tarife treffen, in Deutschland beispielsweise dem RVG-Tarif. Das würden wir also alles entsprechend hier finden. Dann haben wir natürlich hier auch noch die Benutzerregulierung. Das heißt, ich hatte vorhin mehrmals darauf verwiesen, wie wir beispielsweise hier für gewisse Zugangsgruppen sehr, sehr explizite Zugriffsberechtigungen konfigurieren können, beispielsweise für hier oben ausgewählt den Basiszugang. Das heißt, hiermit konfigurieren wir, in welche Rubriken der Basiszugang überhaupt hineinkommt, welche Teile der Software der Basiszugang bedienen kann und dementsprechend natürlich auch Mitarbeiter mit Basiszugang bedienen können oder nicht bedienen können. Hier oben haben wir zu guter Letzt noch ein Administrationsfenster. Da finden wir unter anderem Software-Einstellungen oder auch ein Zugangslog, pardon, nicht Software-Einstellungen, Software-Aktualisierungen oder bei Bedarf auch ein Zugangslog. Oder wir haben eben für die eben schon genannten Entitäten unter Spezial hier die Möglichkeit, diese anzupassen. Das heißt, ich hatte hier gesagt, wir haben eben in-house nochmal eine Partnerfirma, die Richter und Recht, beziehungsweise hier angegeben als Recht, Richter und Partner. Wenn ich die anklicke, kann ich hier auch nochmal spezifisch konfigurieren, was für diese zweite in unserer Datenbank enthaltene Kanzlei für Angaben gelten, die vielleicht nicht für unsere Kanzlei gelten. Auch eine Microsoft 365 Schnittstelle hätte ich hier noch, die könnte ich auch an dieser Stelle noch konfigurieren.